Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Schuster Automobile. Vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen, wir haben vor kurzem den neuen Mazda 6e bekommen und wir werden euch natürlich die ganzen Funktionen in diesem Auto stecken, und das sind wirklich einige, auch sehr detailliert in verschiedenen Videos hier auf YouTube erklären. Aber es gibt noch eine weitere Besonderheit bei diesem Fahrzeug. Das Auto hat tatsächlich als eines der wenigen Elektrofahrzeuge auf dem Markt die Möglichkeit, einen relativ schweren Hänger hinten dran zu hängen, nämlich insgesamt 1500 Kilogramm. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und wenn ihr ein bisschen tiefer schaut, dann seht ihr hier eine Anhängerkupplung für dieses Auto, und die werden wir euch hier in diesem Video natürlich gerne mal vorstellen. Das heißt, wir packen das Ganze einfach mal zusammen aus. Was ist eigentlich alles im Lieferumfang enthalten? Wie schaut denn das Ganze aus? Aber noch viel wichtiger und vielleicht auch interessanter für euch: wir bauen die natürlich auch mal gemeinsam an. Ich nehme euch da so ein bisschen mit. Wie schaut es denn eigentlich in so einem Auto aus, wenn man da ein bisschen was wegbaut? Und am Ende probieren wir die natürlich auch und testen die für euch. Und wenn das euch interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Gleich nach dem Intro legen wir los. So, dann steigen wir auch direkt mal ein, denn ich habe einiges in diesem Video mit euch vor. Schauen wir uns als allererstes mal den Karton an. Ein ziemlich großer Oschi und ziemlich schwer. Man kann es hier ganz gut erkennen, knapp über 37 Kilo. Also wirklich eine richtig schwere Anhängerkupplung, auch im Vergleich zu denen, die wir euch schon mal in den Videos von uns vorgestellt hatten. Und man sieht es, glaube ich, auch schon so ein bisschen an den Füßen, damit die das Ganze hier vernünftig im Lager einräumen können. Es sind extra für Gabelstapler so Füße vorhanden. Teilenummer ist an der Seite hier, glaube ich, ganz gut sichtbar. Auf der anderen Seite sieht man es auch nochmal. Am besten die blenden wir euch nochmal ein. Mit dieser Teilenummer bekommt ihr übrigens hier das Komplettset. Also bei den bisherigen Anhängerkupplungen war es häufig so, dass man zwei Sachen bestellen musste. Einmal die Anhängerkupplung und den Elektrosatz. Das ist jetzt hier bei Mazda 6e komplett alles in einer Bestellnummer zusammengefasst und in diesem Karton vorhanden. Die meisten Zuschauer fragen dann auch mal, ja, was kostet der ganze Spaß? Und da ist es eben so, dass wir ganz bewusst in YouTube darauf verzichten, irgendwelche Preise zu nennen, denn die Preise unterscheiden sich teilweise auch von Mazda-Händler zu Mazda-Händler. Wir verlinken euch einfach mal diese Anhängerkupplung hier direkt auf die Mazda-Zubehör-Webseite. Da seht ihr auf jeden Fall schon immer mal die aktuellen Preise, könnt ihr sogar eine Postleitzahl eingeben von eurem Händler und dann seht ihr auch, was dann das dort kosten würde. Ja, genug gelabert vom Karton, jetzt schauen wir mal rein. So, da seht ihr schon mal das gute Stück. Wow, das ist schon mal ein richtiger Brocken. Ich glaube, das kann man schon ganz gut erkennen. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Hier so massiv diesen Elektromotor angeflanscht. Hier eine relativ lange Kugelkopfaufnahme. Vermutlich ist die Anhängerkupplung sehr nah an der Karosserie dran, sodass wir eine lange Aufnahme brauchen. Aber alles sehr, sehr schön verpackt, muss man sagen. Schaut sehr wertig aus. Ich versuche es hier mal so Stück für Stück ein bisschen hinzudrapieren. Hier ist dann auch schon ein Teil von diesem Steuergerät dabei, was wir dann installieren müssen. Aber ihr seht, das sind einfach nur Pins, die man ansteckt. Ich denke, dass da im Auto auch schon einiges vorbereitet sein wird. So, ich tue es mal dahin. Was haben wir denn hier noch zu entdecken? Das sind die Aufnahmen, die wir dann eben am Fahrzeug brauchen. Wie rum die dann montiert werden, muss ich selber mal schauen. So. Was haben wir hier noch? Ich weiß jetzt gerade auch nicht so ganz genau, was das ist. Das schaut so aus wie so eine Verstrebung oder Verstärkung, die dann noch eingebaut wird. Lege ich auch mal mit hin. Hier dann noch Nummer 2. Auf der anderen Seite. Auch das tun wir dahin. So, gucken wir mal weiter. Was haben wir noch? Hier noch ein bisschen Schrauben und Befestigungsmaterial, ist natürlich alles vollständig vorhanden. Lege ich mit dazu. Zack. Eine leere Tüte. So. Hier sind die Anleitungen dazu. Einmal hier mehrsprachig die Einbauanleitung der Anhängerkupplung. Relativ frisch gedruckt hier von April 25. Und dann, das hier müsste der Elektrosatz sein. Nein, das ist die Bedienungsanleitung von der Anhängerkupplung. So, das kommt hier hin. Haben wir da noch was zu entdecken? No. Ja, jetzt versuche ich mal das Schätzchen rauszuholen. Heiliger Bimbam. Boah, das hat ein Gewicht. So, danke Marcel. Leg das jetzt mal so hin. Eigentlich müsste es auch genauso montiert werden, wenn ich das richtig sehe. Müsste ganz gut hinhauen. So. Okay.
Ihr seht es schon mal sehr schön, der komplette Elektrosatz ist fest an der Anhängerkupplung montiert und verkabelt, also schon vorverkabelt. Habe ich so bei Mazda auch noch nicht gesehen. Finde ich wirklich gut, denn es gibt ja Elektrosätze, die sind sehr universell, da muss man wirklich jeden Pin einzeln anstecken. Mittlerweile gibt es auch schon wirklich fertige Stecker teilweise dran, aber meistens muss man dann hier an der Anhängerkupplung, an dieser Steckdose, dann so ein Gummipnückel dran machen und das ist immer so ein bisschen die Schwachstelle. Da kann es ab und zu mal Feuchtigkeit reinkommen oder so ein bisschen korrodieren. Das ist jetzt hier natürlich schon wirklich top gemacht, wenn man es sich näher anschaut. Schaut euch das mal an hier. Da kann man nichts mehr ablösen. Also richtig, richtig gut. Finde ich klasse, dass das so gemacht wurde. Ist natürlich dann auch für die Wertigkeit und auch die Haltbarkeit von so einer Anhängerkupplung wichtig, dass man hier auch wirklich richtig hochwertige Stecker hat, wo man nichts mehr rumpinnen muss. Das sind halt immer so typische Fehlerquellen. Jetzt, wenn ich mir das so ein bisschen näher anschaue vom Mechanismus, ist es tatsächlich, glaube ich, so, dass die Anhängerkupplung eigentlich 180 Grad gedreht hier gezeigt werden müsste, denn der Kugelkopf wird vermutlich dann am Auto nach unten zeigen und durch den Elektromotor dann eben nach oben gedreht. So könnt ihr das allerdings ein bisschen besser sehen. Ja, was mir auffällt, sind überall noch so kleine grüne Striche. Ich vermute, dass die von der Montage kommen, dass also hier die Vorgabe war, wenn das Drehmoment anliegt, dass das eben markiert wurde, dass man auch im Nachhinein sehen kann, wurde da irgendwas manipuliert oder ist das alles noch im Originalzustand. Habe ich so auch noch nicht bei einer Anhängerkupplung gesehen. Also hier scheint es wirklich auch sehr hohe Qualitätsstandards bei der Produktion zu geben, dass hier wirklich jede Schraube und jedes Part markiert wurde. Also richtig klasse. Also da hat jemand richtig Wert drauf gelegt. Ja, ich würde Folgendes vorschlagen, so eine Anhängerkupplung im Trockenen anzuschauen. Das macht nicht wirklich viel Spaß für euch zum Zuschauen. Wir fangen jetzt gleich mal mit der Montage an, machen gleich mal alles ein bisschen im Auto weg, was wir für die Montage brauchen. Und dann nehmen wir euch natürlich immer mal wieder hier im Video mit. Wir sind nun schon ziemlich weit mit der Montage fortgeschritten und das ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um euch mal die montierte Anhängerkupplung zu zeigen. Und ich glaube, ihr könnt es schon ganz gut erkennen. Da, wo vorher eben so eine Art Metallbügel war, befindet sich jetzt hier die neue Anhängerkupplung. Und man kann vielleicht das ganz gut schon erahnen. Hier an der Seite sind dann diese Haltebügel drinnen, die auch schon an Fixpunkten in der Karosserie verankert werden. Hier nochmal mit 2 massiven Schrauben festgemacht werden pro Seite. Ja, und ich sagte es ja vorhin, der Kugelkopf wird nach unten stehen. Man kann sich das, glaube ich, im Moment auch schon mal ganz gut vorstellen. Wenn dieser Motor sich jetzt dreht, kommt dieser Kugelkopf eben genau hier an diese Stelle. Das schauen wir uns aber dann nachher nochmal im Video ganz genau an. Hier sieht man auch nochmal, das Kabel vom Elektrosatz wird hier unten durchgeführt, kommt dann durch eine schon vorhandene Karosserieöffnung hier raus und wird dann nur noch hier zur Seite geführt. Und das ist eigentlich auch eine gute Gelegenheit, um hier mal einen Blick reinzuwerfen. Ist ja vielleicht auch mal ganz interessant für die Zuschauer, denn das sieht man ja sehr, sehr selten. Und uns war das auch sehr interessant heute, weil wir auch mal sehen konnten, wie das Auto denn tatsächlich verarbeitet wurde. Ist ja ein komplett neues Modell und es sind tatsächlich ein paar Besonderheiten aufgetreten, die wir so von anderen Modellen nicht kennen. Was mir aufgefallen ist, ist zum Beispiel hier diese Abdeckung, die sich hier unten drunter befindet. Die ist wirklich außergewöhnlich dick und auch aufgeschäumt, um wirklich maximale Geräusche zu eliminieren. Dann haben wir hier auch nochmal so eine Art Bitumenschicht, denn unten drunter steckt der Elektromotor, damit hier also auch Vibrationen und auch Geräusche möglichst stark minimiert werden. Und das setzt sich auch an ganz, ganz vielen Stellen von der Karosserie noch fort. Hier auch nochmal so eine spezielle Matte, die sehr schwer ist, um eben auch Schallwellen abzusorbieren. Hier rechts wäre dann auch der Subwoofer. Hier sieht man einmal, das ist ja schon mit Filz verarbeitet, was immer schon sehr gut ist. Zusätzlich nochmal eine Dämpffolie oder eine Dämmmatte drauf und selbst dahinter dann nochmal verkleidet. Also hier habe ich auch schon Mazda-Modelle gesehen, wo das eben nicht verkleidet war. Und das merkt man dann auch beim Fahren, dass das Auto wirklich extrem leise ist. Und falls die Zuschauer jetzt denken, Mensch, der Subwoofer, wo ist denn der eigentlich? Wie groß ist denn der? Können wir uns gleich mal angucken. Hier sieht man das gute Stück. Ist also in geschlossenen Gehäuse eingebaut. Ich schätze mal so vielleicht 8 bis 10 Liter werden das sein. Und das ist eben der Subwoofer von Sony, der dann eben an dieser Stelle sein wird. Auf der anderen Seite haben wir hier dann auch die 12 Volt Batterie, auch eine Besonderheit. Bei den meisten Mazda-Modellen war es bisher immer vorne im Motorraum. MX-5 ganz früher hat es auch immer hinten gehabt. Und wir haben jetzt hier eine, muss selber gucken, 45 Ampere-Stunden Batterie drin, 12 Volt. Ist ja immer noch notwendig, um die Systeme auch im Notfall schalten zu können, denn da wird im Endeffekt der Hochvolt-Akku getrennt, gerade bei einem Unfall zum Beispiel. Hier sind auch nochmal Sicherungskästen, aber das sind eher so ja, die großen Sicherungen, die normalen Sicherungskästen befinden sich dann weiter vorne. Und hier haben wir dann, vielleicht könnt ihr es erkennen, das neue Steuergerät montiert. Die Halterungen
selber war schon dabei. Das war dieses schwarze Teil, was ich euch am Anfang gezeigt hatte. Ich habe erst gedacht, das war eine Verstrebung, ist aber tatsächlich dann einfach nur die Halterung gewesen für dieses Steuergerät. Und dieses eine Steckerchen hier, das ist also bei jedem Mazda 6 schon vorhanden, hat also Mazda für euch vorbereitet, muss jetzt also in das Steuergerät eingeklipst werden. Dann kommen diese zwei Stecker noch dazu, die am Elektrosatz dran sind, werden eingeklipst. Und damit ist eigentlich auch schon die elektrische Montage von der Anhängerkupplung fertig. Also wirklich super simpel und gut gemacht, finde ich persönlich. Ganz interessant an der Stelle vielleicht auch noch für euch. Es gibt auch eine Notentriegelung übrigens für den Ladestecker. Der befindet sich zufällig hier unten, den zeige ich euch nämlich gleich mal. Schaut mal hier. Also, falls mal irgendwas nicht funktioniert und der Ladestecker sich nicht öffnet, hier mit diesem Hebelchen könnt ihr dran ziehen und dann könnt ihr den Ladestecker draußen aufmachen. Kommt man auch ganz gut hin, ohne dass man jetzt hier alles zerlegen muss, aber eine schöne Gelegenheit, um euch das mal zu zeigen. Ich hätte vorgeschlagen, wir heben das Auto auch mal an dieser Stelle an und nutzen die Gelegenheit, dass wir unten schon so ein bisschen was demontiert haben, dass ich euch das mal zeigen kann. Vielleicht auch für den einen oder anderen Zuschauer interessant, denn die meisten Tester und die meisten Videos, die online sind, zeigen das Auto noch nicht von unten. Fangen wir am besten mal gleich auf der linken Seite an. Hier haben wir den sogenannten Innenkotflügel, deshalb weil er im Kotflügel ist. Und man sieht auch hier nochmal das gleiche Material, was wir innen schon gesehen haben zum Isolieren von Geräuschen, dass also möglichst alles sehr leise im Fahrzeug ist. Und hier speziell, das Material ist auch nochmal aufgeraut. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Hier gibt es auch Modelle, die einfach nur einfache Plastik haben. Und es sorgt dann ähnlich wie ein Teppich bei euch zu Hause, dass eben Geräusche nochmal sehr stark reduziert werden. Wenn zum Beispiel kleine Steine oder was dagegen schlagen, hört man das hier deutlich weniger als bei einem reinen Kunststoff. Wir gehen ein bisschen weiter nach rechts, schauen uns mal die Aufhängung an. Wir haben hier bei dem Fahrzeug eine weitere Besonderheit, dass wir eine Einzelradaufhängung hinten haben. Das ist tatsächlich auch bei den großen Modellen teilweise so, dass wir eine Verbundlenkerachse haben und hier eben nochmal wesentlich aufwendiger eine Einzelradaufhängung. Dadurch reagiert das Auto noch ein bisschen sportlicher, dynamischer und ist generell auch sensibler auf Fahrbahnunebenheiten. Eine Verbundlängerachse wäre da ein bisschen stacher. Wir haben natürlich eine gewisse Verbindung von links nach rechts, hier so eine kleine Stabilisatorstange, ist aber wesentlich dünner und kleiner ausgeführt, als wir es bisher bei den Mazda-Modellen kannten. Das Gelbe, was ihr übrigens seht, falls da jetzt die ersten Kommentare gleich kommen, das ist also sogenannter Unterbodenwachs, also Schutzwachs. Und der wird tatsächlich für europäische Fahrzeuge speziell aufgetragen. Das ist also auch eine Besonderheit in Europa. Wenn die Autos dann in Antwerpen ankommen von der Fabrik, werden hier in einem relativ aufwendigen Prozess dieses Material aufgetragen, damit man eben noch nach langer Zeit, nach etlichen Jahren unten einen schönen Unterboden hat, der eben auch noch genauso schön ausschaut wie bei einem Neuwagen. Hier ist ziemlich viel verkapselt. Man sieht schon, es ist alles wahnsinnig glatt. Hier unten ist der Akkupack drin, der natürlich auch eine tragende Rolle bekommt hier in dem Fahrzeug. Das kann man sich ganz gut vorstellen. Also er geht von hier bis hier. Das ist also der Akku und hat ungefähr diese Aufbaustärke. Und hier über mir jetzt sozusagen ist der Elektromotor. Vielleicht kannst du das so ein bisschen einfangen hier. Ihr seht auch nochmal, der ist auch nochmal geräuschisoliert, um auch hier wiederum dafür zu sorgen, dass alles möglichst leise in dem Fahrzeug abläuft. Das habe ich tatsächlich auch schon bei meinen ersten Fahrten festgestellt, dass der E-Motor bei dem Auto praktisch gar nicht zu hören ist. Das kenne ich auch von dem Mazda MX-30 zum Beispiel so, dass man da schon ein gewisses Geräusch vom E-Motor hat. Hier ist es wirklich so, dass es komplett entkoppelt vom Fahrzeug ist. Das soll es jetzt mal hier an dieser Stelle von unten gewesen sein. Wir bauen jetzt alles für euch nochmal zusammen und dann probieren wir natürlich auch mal die Anhängerkupplung gemeinsam aus. Wir sind nun mit den Arbeiten komplett fertig und ich möchte euch natürlich an dieser Stelle auch mal zeigen, wie ihr die Anhängerkupplung ganz einfach aus- und einfahren könnt. Und natürlich probieren wir auch gleich mal so einen richtigen Fahrradträger aus. Fangen wir gleich mal mit dem Ein- und Ausklappen an. Falls ihr schon aufmerksam unseren Kanal verfolgt, hatten wir euch ja schon einige Videos von Anhängerkupplungen hochgeladen. Und bei der teilelektrischen Version, die wir auch schon euch mal gezeigt hatten, da gab es hier dann so eine Taste, die man gedrückt hat, dann ging es eben rein und raus und man musste dann mit dem Fuß so ein bisschen nachhelfen. Das hatten wir jetzt hier ein bisschen geschickter gelöst. Jetzt müssen wir also hier nicht nur irgendwo nochmal den Kunststoff beschädigen und ein Loch reinbohren, sondern das wird also vorne über das Zentraldisplay gesteuert und das zeige ich euch gleich mal. Am einfachsten geht das Ausklappen hier über dieses Menü. Ihr seid auf dem Hauptbildschirm, da sagt man auch Desktop dazu, geht einfach in die Einstellungen vom Auto. Dann wieder speziell im Bereich Fahrzeugeinstellungen befindet sich die Anhängerkupplung, ganz nach unten scrollen und hier habt ihr schon zwei neue Symbole, die durch die Montage der Anhängerkupplung entstanden sind. Einmal ausklappen und einmal einklappen. Und wenn ihr es benötigt, einfach links drauf drücken, kurz warten. Man hört dann schon so ein Geräusch. Jawohl, jetzt ist sie also fest arretiert. Wir können gleich auch mal einen Blick drauf werfen. Gehe ich jetzt mal ins Kameramenü rein. Ganz einfach hier am Lenkrad zu erreichen. 360-Grad-Kamera. Da drücke ich jetzt einfach drauf. Dann erscheint jetzt erstmal die vorwärts gerichtete Kamera, weil wir jetzt hier geparkt sind. Aber ihr seht hier euer Fahrzeug.
Habt dann auch die Möglichkeit, hier durch Drücken die verschiedenen Kameraansichten auszuwählen. Und hier sind wir jetzt auch schon in der hinteren Ansicht und hier unten ist dann meine Anhängerkupplung. Die kann man, glaube ich, schon mal ganz gut erkennen. Und jetzt gibt es noch eine ziemlich coole Funktion, die ich eigentlich fast sogar noch besser finde. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eben rückwärts fahrt oder vorwärts fahrt und sagt, Mensch, ich bräuchte jetzt gerade meine Anhängerkupplung und müsste noch mal irgendwie ein Menü zurück. Nein, ist nicht notwendig. Schaut mal hier oben, gibt es tatsächlich so ein Knöpfchen. Könnt ihr einfach drauf drücken und dann, zack, da ist sie weg. Und wenn er sie wieder braucht, drückt er natürlich wieder drauf. Einfach wieder drauf drücken und schon ist sie wieder da. Da ist sie. Super. Also wirklich ganz, ganz simpel von der Handhabung hier im System. Und jetzt probieren wir das Ganze natürlich mal mit dem Fahrradträger aus. Ich schnappe mir jetzt einfach mal so einen Standard-Fahrradträger. Den benutze ich immer ganz gern, weil er faltbar ist. Ist leider noch ein bisschen dreckig vom letzten Wochenende. Ich war zu faul zum Putzen. So, einfach hier rein. Schön anpeilen, dass er halbwegs gerade drin steht. Feintuning kann man hinterher immer noch machen. So, und dann hier fest arretieren. Dann gucke ich immer so ein bisschen, dass er halbwegs gerade ist, aber ist jetzt eh nur zur Demo-Zwecken. Klapp hier mal schnell mein Schild aus. Gehst du rein? Jawohl. Und dennoch. Zack. So, zack. Strom. Haben wir 13-polig, gibt es auch nichts anderes mehr. Ja, könnt ihr jetzt ein bisschen schauen, wo es am besten durch ist. Ich würde es jetzt mal hier so machen. Hier auf, zur Seite. Schauen wir mal, wo der Punkt ist. Müsste hier irgendwo sein eigentlich. Ne? Jetzt. Und einhaken, das war's. Hättet ihr jetzt eine Anhängerkupplung, pardon, hättet ihr einen Anhänger, habt ihr natürlich noch das Handbremsseil, also beim gebremsten Anhänger, dann würdet ihr das Notseil hier einklipsen, ist auch schön gemacht. Dann ist das wirklich sicher befestigt. Ja, dann ist im Endeffekt der Fahrradträger auch schon soweit fertig. Ich werde den jetzt noch so ein bisschen austarieren, dass er wirklich schön in der Waage steht. Der ist jetzt ein leicht Linksdrall, aber für unseren Test heute reicht das jetzt vollkommen aus. Ja, ich schmeiß mal hier schnell so ein Mountainbike drauf. Gucken wir mal. Das ist jetzt nichts besonders Großes hier. Ich glaube 27,5 Zoll. Schauen wir gerade. Ja, 27,5. Und tue das jetzt mal da drauf. Gut, das soll jetzt mal von Anfang reichen. Passt also schön drauf. Schauen wir mal den seitlichen Abstand an. Es ist jetzt hier kein außergewöhnlich breiter Lenker drauf, aber wenn man den jetzt hier hoch macht, das würde nicht funktionieren. Müssen wir definitiv dafür sorgen, dass wir den Träger anklappen. Die meisten haben ja so eine Funktion. Hier genauso einfach draufdrücken und dann können wir den schön absenken hier. Der geht sehr weit. Fast 90 Grad rum, ist natürlich sau bequem. Können wir gerne mal probieren. Ob das alles reibungslos funktioniert, kommt mir hier auch schön hin. Jawohl, tipptopp. Und wieder zurück. Und wieder reinklappen. Jawohl. Also ihr seht schon, funktioniert einwandfrei, aber man muss natürlich, um in die Heckklappe reinzukommen, auf jeden Fall den Träger anklappen. Müssen nicht 90 Grad sein, aber eine leichte Anklappfunktion sollte auf jeden Fall vorhanden sein. Wenn ich jetzt hier gerade so stehe, dann fällt mir natürlich noch der Heckflügel ein, der ja neu ist bei Mazda. Hier müsst ihr aufpassen, der fährt ja ab einer gewissen Geschwindigkeit automatisch hoch und ist dann natürlich ein bisschen höher. Falls ihr jetzt an dieser Stelle zum Beispiel ein Kinderfahrrad habt, was deutlich tiefer ist und vielleicht der Lenker auch so ein bisschen übersteht, müsst ihr natürlich schauen, dass es hoch genug ist. Ich zeige euch das mal. Ich öffne jetzt einfach mal das Auto. Ich habe hier die Begrüßungsfunktion aktiviert. Also wir gehen hier so ungefähr 10 cm hoch. Wie gesagt, daran einfach noch denken. Ich glaube nicht, dass es ein großes Thema ist, weil das ist schon sehr, sehr viel weit höher als der Spoiler, aber könnte eventuell ein wichtiges Thema sein. Jetzt gibt es vielleicht auch einige Zuschauer unter euch, die sagen, ja, Fahrradträger schön und gut, aber ich fahre Rennrad. Das Rennrad, das will ich nicht da draußen auf dem Fahrradträger haben, wenn es mal regnet oder so, ist viel zu schade. Das muss ins Auto reinpassen. Das hat jetzt zwar mit der Anhängerkupplung nichts zu tun, aber das probieren wir gerne auch mal für euch aus. Ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet, Rückbank komplett umgeklappt, die Ablage hinten rausgetan. Ihr seht schon, da ist richtig viel Platz drin. Ja, jetzt tun wir mal so ein typisches Beispiel probieren, ob ein Rennrad, also ein Schätzchen, was ihr nicht unbedingt aus dem Auto haben wollt, auch reinpasst. Ich habe jetzt hier mal eins in Größe M. Ist natürlich immer ein bisschen abhängig auch von eurer Körpergröße.
Vielleicht passt es dann ja, besser oder schlechter rein, aber wir probieren das einfach mal aus. So. Da wird es ein bisschen enger, hat aber gut hingehauen. Also es sieht schon alles also locker Platz. Ich glaube auch deutlich größere Rahmengrößen können da hinhauen. Ich würde sagen durchaus auch eine L, vielleicht sogar noch eine XL. Notfalls müsste man vielleicht den Sattel noch ein bisschen eindrücken, aber ich glaube, das haut ganz gut hin. Also auch wirklich eine gute Möglichkeit, um einfach mal schnell das Rad reinzuschmeißen, irgendwo hinzufahren und hinterher natürlich wieder rauszutun. Ja, an dieser Stelle natürlich auch an euch der Hinweis, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, packt es wie immer in die Kommentare rein, gerade eben zum Thema Anhängerkupplung oder auch natürlich andere Themen, die euch auf dem Herzen brennen, sind wir natürlich immer flott dabei und versuchen, die so schnell wie möglich zu beantworten. Habt ihr unseren Kanal übrigens noch nicht abonniert, denkt dran, an dieser Stelle ist eine gute Gelegenheit dazu, den Kanal zu abonnieren. Das ist absolut kostenlos für euch. Und wenn ihr jetzt die Glocke drückt, kriegt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video für euch hochgeladen haben. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.